Ich bin der Matthias und ich finde es einfach toll, dass wir da einen Raum haben für persönliche Begegnungen, wo die Kinder nicht einfach nur Lernende sind, sondern wirklich Persönlichkeiten, die wahrgenommen werden. Es gibt jeden Morgen, dass wir Andachtszeit haben miteinander, wo das Kinder so ein bisschen ganz bewusst erleben, was die christlichen Werte sind. Aber ich finde, fast bedeutender ist, dass alle Lehrpersonen die christlichen Werte in sich haben, leben, auch ohne, dass man das immer direkt sagt. Ich bin Nina und ich bin gerne an dieser Schule, weil man einfach merkt, wie jedem Lehrer, jeder einzelne Schüler so sehr am Herzen liegt. Ich glaube, die Schwierigkeit heutzutage bei den Kindern ist, dass durch Social Media so viel vorgegeben wird, wie man sein sollte, dass die Kreativität ein bisschen verloren geht und auch Identität. Und in den kleinen Klassen können wir sie viel besser führen, weil wir können mit ihnen zusammen probieren herauszufinden, wer sie sind, was sie können. Mein Name ist Lukas. Ich bin an dieser Schule, weil ich gerne einen Unterschied für jeden einzelnen Schüler machen würde, dass er merkt, dass er angenommen und geliebt ist. Ich kann noch so viel in einen schönen Bibeltext vorlesen. Wenn ich selber nicht danach lebe, denken sie, er lebt das ja gar nicht, was er sagt. Also ich bin selber noch nicht Papi, aber ich kann mir vorstellen, dass Eltern wollen, dass ihre Kinder sehen und dort abgeholt werden, wo sie stehen. Be the change you wanna see. Das ist eines von meinen Lebensmottos. Darum will ich mich auch persönlich für die Schule weiterhin einsetzen. Ich bin Miriam und arbeite jetzt etwa 1,5 Jahre hier an der Schule. Und das ist mega cool. Ja, wirklich. Ich kann individuell auf die Kinder eingehen. Wenn irgendwie Streit ist oder so, versuche ich da zu sein und zu helfen. Und ich nehme mir da einfach Zeit. Und ich weiss, ich darf mir die Zeit nehmen. Und viele kommen mit einem Lachen in die Schule und sagen, oh je, wieder in die Schule. Und wenn ich dann diesen Tag abschließe und sage, so, die Schule ist vorbei, jetzt müssen wir heim. Oh nein, jetzt muss ich wieder heimgehen. Also sie lieben es. Wir haben in unserer Schule keine heiligen Schülerinnen und Schüler, aber wir versuchen miteinander zu schauen, was können wir machen, und dort kommen die christlichen Werte ins Spiel. Sie merken, wie gehe ich mit ihnen um, habe ich Geduld, kann ich an etwas dranbleiben, bin ich ehrlich, bin ich auch bereit, einmal einen Fehler zu vergeben. Es ist eine Schule auch, wo man die Sachen reinbringen kann, die einem selber faszinieren. Wenn wir die Idee haben, wir möchten etwas Neues umsetzen, dann können wir das miteinander beschließen und dann machen wir das einfach. Ich bin der Urs und ich arbeite an dieser Schule besonders gerne, weil ich ganzheitlich mit den Schülern arbeiten kann. Ich kann mit ihnen im Garten arbeiten, im Werkraum zeichnen, singen, Teig kneten und Deutsch lernen. Wir probieren mindestens bis Ende 6. Klasse die Bildschirmzeit klein zu halten. Die Schwierigkeit ist, dass man heute Kindern selten mehr Verantwortung überträgt. Und die Kinder spüren das. Im Prinzip kann ich machen, was ich will. Ich werde immer irgendwo aufgefangen. Es ist immer jemand da, der hinter mir zusammenräumt und das Grab biegt. Und wenn du dann zurückfragst, was denkst du, wie könnte man es machen, dann fängt es an zu überlegen. Das ist ein Teil von unserem Konzept. Wir haben die Möglichkeit, auf die Kinder zu warten, bis sie es begriffen haben. Ich bin in der Lage, wichtige Sachen gut zu erledigen. Und das ist das, was sehr spannend ist, dass du mit kleinen Gruppen arbeiten kannst, dass du immer wieder so wie zurückstehen und überlegen, okay, und was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben? Ich glaube, die Stärke von unserem Lehrerteam ist, dass alle die Leute, die hier arbeiten, das ganz bewusst machen. Sie haben sich entschieden, in dieser Schule zu arbeiten aus Überzeugung.